Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. And now continuing with the second chapter of 2 Peter. Wir machen nun mit dem 2. Petrus, Kapitel 2 weiter. Now remember the context, Erinnere dich an den Kontext. because Peter did not make a verse or chapter between the chapter 1 and chapter 2. Denn Petrus schrieb nicht in Versen oder Unterschied zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2. He just talked about the prophets of old Er sprach ganz einfach über die alten Propheten, who were moved by the Spirit of God. die vom Geist Gottes bewegt wurden. And now he continues to also talk about prophets. Auch jetzt spricht er weiterhin über Propheten. But what he says, in the past there arose false prophets among God's people. Schau, was er in Vers 1 sagt. In der Vergangenheit gab es falsche Propheten im Volk Gottes. Now, if you study carefully the Old Testament, Wenn du das Alte Testament sorgfältig studierst, you will find that false prophets actually were quite common. wirst du feststellen, dass falsche Propheten tatsächlich recht häufig waren. But you will also find that God put a very strict law against them. Du wirst aber auch feststellen, dass Gott ihnen ein sehr strenges Gesetz auferlegt hat. If a false prophet prophesied something that didn't happen, he had to be stoned. Wenn ein falscher Prophet etwas prophezeite, das nicht eintraf, musste er gesteinigt werden. But sometimes we can think there were only those few prophets that we know of, like Daniel, Jeremiah, Ezekiel, and Hosea. Oft denken wir, es gäbe nur die wenigen Propheten, die wir kennen, wie Daniel, Jeremia, Hesekiel und Hosea. There were many more. Es gab noch viel mehr. Dozens and dozens and dozens of prophets. Dutzende und Dutzende, aber Dutzende von Propheten. Just remember when Elijah called the drought when he declared the drought, Erinnere dich nur daran, wie Elia die Dürre ausrief and then when God told him to show himself to the king Ahab. und wie Gott ihm befahl, sich König Ahab zu zeigen. Remember the guy who has hidden lots of prophets? Erinnerst du dich an den Mann, der viele Propheten versteckt hatte? They had a school of the prophets. Sie hatten eine Schule der Propheten. So there were lots of prophets. Es gab also viele Propheten. And here Peter tells us that in the past there were false prophets among God's people. Petrus sagt uns hier, dass es in der Vergangenheit falsche Propheten unter dem Volk Gottes gab. So they were not false prophets who were from false gods. Es waren keine falschen Propheten von falschen Göttern. No, they were among God's people. Nein, sie waren unter Gottes Volk. And of course, the people knew that because people didn't have the New Testament then, they only had the Old Testament. Natürlich wussten die Menschen das, denn damals hatten sie noch kein Neues Testament, sondern nur das Alte Testament. So they were familiar with that. Es war ihnen also bekannt. Look what Peter is warning us. Schau, wovor Petrus uns warnt. Just as there will continue to be false teachers who will secretly infiltrate in your midst to divide you. So wie es auch weiterhin falsche Lehrer geben wird, die sich heimlich in eure Mitte einschleichen werden, um euch zu spalten. Bringing with them their destructive heresies. Und ihre zerstörerischen Irrlehren mitbringen. It's very interesting that Peter here, he says first false prophets and then he says false teachers. Es ist sehr interessant, dass Petrus hier zuerst von falschen Propheten, dann aber von falschen Lehrern spricht. So why doesn't he say there will also be, in the future false prophets? Warum spricht er nicht davon, dass es auch in der Zukunft falsche Propheten geben wird? And in the original Greek, it actually is exactly like that. He first talks about false prophets and then he talks about false teachers. Im griechischen Original ist es tatsächlich genauso. Er spricht zuerst von falschen Propheten und dann von falschen Lehrern. Why does he do that? Warum tut er das? Well, I believe that the reason is very clear. Nun, ich glaube, der Grund ist ganz klar. Because today in the New Covenant and in the New Testament church, there are no more prophets like there used to be. Denn heute gibt es im Neuen Bund und in der neutestamentlichen Gemeinde keine Propheten mehr, wie es sie früher gab. Today everybody can prophesy. Heute kann jeder prophezeien. And the New Testament prophet is not here to do the same thing that the Old Testament prophet did. Der neutestamentliche Prophet tut nicht dasselbe, was der alttestamentliche Prophet tat. The prophet in the New Testament is here to equip all of the church so that the church can do the ministry well. Der Prophet im Neuen Testament ist dazu da, die ganze Gemeinde zuzurüsten, damit die Gemeinde ihren Dienst gut tun kann. The Bible even says in 1 Corinthians chapter 12, Die Bibel sagt sogar in 1. Korinther 12,
Let 2 or 3 prophets speak, and the rest the church needs to test. Lasst 2 oder 3 Propheten reden und der Rest der Gemeinde muss prüfen. So the prophet in the New Testament is not really the danger, Der neutestamentliche Prophet ist also nicht wirklich die Gefahr. unless you still believe that there is an Old Covenant prophet. Es sei denn, du glaubst immer noch, dass es einen Propheten des Alten Bundes gibt. That's not a real prophet. Das ist dann aber kein echter Prophet, That's a self-announced prophet. sondern ein selbsternannter Prophet. So in the New Covenant, in the New Testament, what's the problem is the false teachers, not the false prophets. Im Neuen Bund und im Neuen Testament sind die falschen Lehrer das Problem, nicht die falschen Propheten. This is why Peter said, just like in the Old Covenant, the false prophets were a problem, so in the New Covenant, the false teachers are the problem. Deshalb sagt Petrus, so wie im Alten Bund die falschen Propheten ein Problem waren, so sind im Neuen Bund die falschen Lehrer das Problem. And he actually describes exactly what they will do. Er beschreibt sogar genau, was sie tun werden. The first thing they will do is they will secretly infiltrate in your midst. Als erstes werden sie sich heimlich in eure Mitte einschleichen. See, these are not people who publicly have a public recognized teaching ministry, Das sind keine Leute, die ein öffentlich anerkanntes Lehramt ausüben. but they secretly come among the people, talking from person to person. Sie kommen in aller Stille unter die Leute und reden von Mensch zu Mensch. Be aware of that. Sei dir dessen bewusst. And then look, he says, they come into your midst to divide you. Dann sagt er, sie kommen in eure Mitte, um euch zu spalten. Any teaching that anybody brings who is dividing the people of God instead of uniting them, we have to be aware of. Jede Lehre, die irgendjemand einbringt, die das Volk spaltet, anstatt es zu vereinen, muss uns bewusst sein, müssen wir erkennen. Now let me explain this. Ich erkläre das. It can be that the very teaching, for instance, the teaching of the New Covenant, that divides people. Es kann sein, dass gerade die Lehre, zum Beispiel die Lehre vom Neuen Bund, die Menschen spaltet. But that is not because somebody's coming to try to bring division. Aber das passiert nicht, weil jemand versucht, Spaltung zu bringen. It's because somebody's teaching the truth and there are people who don't like that truth. Es liegt daran, dass jemand die Wahrheit lehrt und es Menschen gibt, denen diese Wahrheit nicht gefällt. There's a very big difference. Das ist ein sehr großer Unterschied. In fact, I'm sad when I hear that the message of the New Covenant divides people. I'm very sad. Ich bin sogar traurig, wenn ich höre, dass die Botschaft des Neuen Bundes die Menschen spaltet. Ich bin sehr traurig. Because God doesn't like division under no circumstances. Denn Gott mag keine Spaltung unter keinen Umständen. But I understand that there's people who refuse to accept what Jesus did on the cross. They want to live in religion. Ich verstehe aber, dass es Menschen gibt, die sich weigern zu akzeptieren, was Jesus am Kreuz getan hat. Sie wollen in der Religion leben. And therefore, it's the very message, the truth that does bring division. Und deshalb ist es gerade die Botschaft, die Wahrheit, die zur Spaltung führt. Tomorrow we talk more about this. Morgen werden wir mehr darüber sprechen.